Herr Kellenberger, als junger Mann erlebten Sie eine Nahtoderfahrung. Wie kam es dazu? Ja, ich möchte dazu eine kleine Vorgeschichte erzählen. Und ich war mein ganzes Leben auf der Suche. Das heißt, ich befand mich wirklich in einer Lebenskrise. Was ist der Sinn des Lebens für mich? Und das kam noch dazu, dass ich mich in eine Depression hineinstürzte, was die Folge hatte, dass ich wirklich lethargisch wurde und so nichts mehr tun wollte, im Bett lag, tagelang, von morgens bis abends. Dann hat sich so wenn man viel im Bett liegt, bildet sich so ein Druckgeschwür. Dann entstand eine Blutvergiftung und dazu bei der OP entstand dann eine gefährliche, tödliche Gewebsinfektion. Und in diesem Zustand ist dann so etwas, ja, ich schwebte so zwischen Leben und Tod. Das heißt, ich war so in einem, man kann dazu sagen, es war so ein Deliriumszustand, wo ich dann diese Nahtoderfahrung erleben durfte. Wie haben Sie diese Nahtoderfahrung erlebt? Ich erwachte in einem dunklen Raum und dieser Raum hat sich angefühlt wie eine Leere. Es war gefühllos, es war so, ja, es hat aber doch ein wenig Leben war dort. Haben Sie in diesem Raum, hatte es da auch Wände? Also ich dachte, er ist nicht offen. Er war wie geschlossen für mich. Also ich konnte mich nirgendwohin mehr bewegen. Ich war in dieser Dunkelheit gefangen, in dieser Finsternis. Ja, ja. Und es hatte aber Leben dort. Das heißt, ich traf Menschen. Ich sage das in Anführungszeichen Menschen, weil dieser Ort ist für mich war das so eine Zwischenwelt zwischen Leben und Tod. Also das ist so, man weiß nicht, in welche Richtung es geht. Ich habe mich unterhalten mit diesen, ich sage jetzt mal Wesen, ist vielleicht der bessere Ausdruck als Menschen. Und es war für mich sehr interessant mit diesen, ja, das Gespräch, die Unterhaltung. Haben Sie diese Wesen gesehen? Haben Sie etwas wahrgenommen? Haben Sie Ihr Gesicht gesehen? Es war mehr so ein Umriss. Ich habe nicht so wirklich Gesicht. Ich habe nicht wirklich Gesichter erkannt, aber ich habe erkannt ihr Wesen in sich, also das Gefühl, die Seele, kann man auch sagen, gespürt. Dann haben Sie gesprochen. Ja, ja. Was haben Sie sich da unterhalten? Es waren Themen, die mich interessierten und die Leute dort interessierten. Und ja, ich war gefesselt, wirklich gefesselt von der Unterhaltung, weil wir auf demselben Niveau, wir befanden uns auf demselben Niveau, es war interessant. Dieselben Interessen gehabt? Ja, so in diese Richtung, ja, genau. Und ja, ich habe gar nicht realisiert am Anfang, dass das eigentlich für mich nicht gut ist, mich dort zu befinden. Also es gab kein Vorwärts, kein Rückwärts. Wie gesagt, es war so wie man fühlte sich ein wenig gefangen dort. Aber ich war wirklich,
ich konnte mich nicht auf das konzentrieren, weil mich mehr die Gestalten dort fesselten, oder? Thematisch fesselten. Ja, thematisch, genau. Ja. Ja, und dann plötzlich hat mich so jemand so von hinten an die Schulter gefasst. Ich war ein wenig erschrocken. Dann sah ich zurück und sah ein leuchtendes Wesen in der Dunkelheit. Aber ich konnte nicht erkennen, was es genau war. Im Nachhinein würde ich jetzt auch wieder sagen, vielleicht war es mein Schutzengel, ein Engel, der mich fasste und sagte, folge mir, komm mit mir. Und wirklich, das war für mich nichts mehr zu überlegen. Diskussion abgebrochen und ich folgte diesem Engel. Und ja, war zuerst ein wenig, wie soll ich sagen, vorsichtig. Also, weil ich nicht jedem folgen wollte. Aber ich war fasziniert von diesem Licht, dieser Ausstrahlung. Und dann war für mich das klar, ich folge diesem Engel. Und ich spürte dann diese Dunkelheit, es wurde heller, es kam so eine Helligkeit auf mich zu. Es fühlte sich an wie eine so Wärme, ich fühlte mich geborgen und diese Geborgenheit hat mich überzeugt, jetzt gehe ich den richtigen Weg. Weil vorher wusste ich nicht, ja, bin ich jetzt richtig in dieser Dunkelheit, ich habe nichts gefühlt, aber mit diesem Engel fühlte ich was, fühlte ich wirklich Geborgenheit, eine Wärme und ich habe mich unterhalten, dann habe ich mir Fragen gestellt. Ich habe diesem Engel Fragen gestellt. Warum soll ich dir folgen? Was ist der Grund? Und der Engel, das weiß ich noch ganz genau, was er zu mir sagte. Sagte zu mir, du willst selber nicht in dieser Dunkelheit bleiben. Du willst in diese Wärme. Du kannst mit mir kommen, aber wenn du mir weiter folgst, wirklich in das Licht, das ich immer mehr wahrnahm und immer nahe, also zu mir kam, wollte ich wissen, ja, also der Engel sprach zu mir, wenn du mir in das Licht folgst, kannst du nicht mehr zurück. Und dann war ich ein wenig erschrocken. Ich kann nicht mehr zurück. Du kannst dich entscheiden, sprach dieses Wesen, dieser Engel zu mir. Du kannst dich entscheiden, kommst du mit mir in das Licht, dann bist du befreit, dann hast du diese Liebe, diese Geborgenheit. Entscheidest du dich aber für ein Nein, was dieser Engel völlig akzeptierte, wenn ich sage Nein, dann geht es zurück in meinen Körper. Und das war für mich wirklich so faszinierend, weil ich diese Wahl hatte. Und ich musste wirklich in diesem Moment, ich kann mich so klar erinnern, weil ich fühlte mich wach, wie jetzt in der Realität, wie ich jetzt spreche. Und deshalb diese klare Erinnerung in diesem Moment. Und ja, ich musste wirklich überlegen, will ich zurück, weil
für mich hat sich immer die Frage gestellt, warum? Was soll ich in diesem Leben? Es war diese Sinnesfrage, diese Depression, wo mich wirklich, ich musste wirklich wieder überlegen, ja, folge doch, dann bist du befreit, dann hast du deinen Seelenfrieden. Du gehst in dieses Jenseits, in dieses Licht. Ja, dann musste ich ja ein wenig studieren. Und in diesem Moment dachte ich an meine Liebsten, an meine Eltern. Und dann war für mich die Entscheidung gefallen, in diesem Moment. Und dann erwachte ich wieder also es ging dann schnell, das ging dann sehr schnell. Das war also ein paar Sekunden, fühlte ich wieder meinen Körper. Aber das Aufwachstadium, das dauerte ein wenig. Was für eine Auswirkung hatte diese Nahtoderfahrung auf Ihr folgendes Leben? Bevor ich diese Erfahrung hatte, war ich auf der Suche, war ich in der Krise, wie gesagt, war verschwunden. Also ich fühlte eine so innere Geborgenheit im ersten Moment. Also es war dann ein wenig später, also das kam erst später, wo ich dann aus dem Spital war, wo ich wieder zu Hause war. Ja, dann fühlte ich fühlte eine innere Zufriedenheit am Anfang. Ich fühlte mich neu geboren, wobei ich sagen muss, es kamen immer wieder diese Zweifel. Also trotzdem, also es kam nachher wieder eine starke Krise, weil ich alles reflektiert habe, meine ganze Lebensgeschichte, immer wieder diese Zweifel, hast du das Richtige getan, aber diese Suche, und das war das Schöne in mir, war zu Ende. Ich wusste, ich habe gefunden. Kann man sagen, dass Sie Ihre Depression da überwunden haben? Genau, das trifft zu, ja. Ja. Hat das Ihr Lebensbild oder Ihr Weltbild stark beeinflusst, diese Nahtoderfahrung? Ich bin grundsätzlich war schon immer grundsätzlich ein gläubiger Mensch, aber ich muss dazu wirklich sagen, ich bin nicht religiös. Ich war vorher mehr so, es war so das kindliche Gottvertrauen kam zurück. Und das ist ein Vertrauen, das ich vorher niemals so stark empfand, als Kind natürlich, zu den Eltern, aber als erwachsene Person war das in der Krise verschwunden. Das kam zurück und das befreite mich von dieser Depression. Es kam natürlich ist auch die Aufgabe für mich, Sie sprechen von Weltbild, oder? Das hat sich so in mir geöffnet. Ich bin befreit im Sinne von Dogmas oder mein Weltbild hat sich wirklich, mein Horizont hat sich geöffnet. Und das war ein Stück Freiheit für mich. Ja, Kellenberger, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich habe zu danken. Love